Klar, wer sich gesund ernähren will, kauft Bio. Aber Bioprodukte gehen ins Geld. Wir haben mal wieder nachgerechnet und im Supermarkt eingekauft. Links Bio, rechts konventionell. Jeweils 1 Kilo Karotten, Äpfel, Brokkoli, Bananen, 2 Romaner Salatköpfe und jeweils ein Topf Basilikum. Keine wirkliche Überraschung, Bio kostet uns 7 € mehr, ist also 64% teurer. Aber muss Bio wirklich immer sein? Wir wollen herausfinden, welches konventionell angebaute Obst und Gemüse auch okay ist, weil es fast gar nicht pestizidbelastet ist und wo es sich doch lohnt, besser Bio zu kaufen. Dabei hilft uns Marc Birringer. Er ist Professor für Biochemie und Ernährung. Die üblichen Sorten, die auch am meisten verzehrt werden, also Kartoffeln, Karotten, aber auch Obstsorten, Äpfel zum Beispiel, die sind fast ganz ohne Pestizide. Professor Birringer meint, deutsches Obst und Gemüse aus dem konventionellen Anbau kann man zum Großteil bedenkenlos essen. Dennoch, in der konventionellen Landwirtschaft dürfen chemische Pestizide eingesetzt werden. Im Bioanbau sind diese verboten. Allerdings, auch Bio-Obst und Gemüse ist nicht grundsätzlich frei von Pestiziden. Ja, das sind die grundsätzlichen Belastungen, die wir in der Umwelt haben, durch die Pestizide, die ja schon seit Jahrzehnten aufgetragen werden und sich natürlich auch in Biogemüse finden. Sie sind weit verbreitet. Man findet Pestizide überall, selbst in Muttermilch. Das Bundesamt für Verbraucherschutz, kurz BVL, fasst die Belastungen von Obst und Gemüse durch Pestizide jährlich zusammen. Rückstände findet man, muss man dazu sagen, in allen Gemüsesorten, aber die sind meistens so gering, dass sie gerade so analytisch nachweisbar sind. Das heißt, die Mengen sind sehr gering. Allerdings sind auch ein paar konventionelle Produkte aufgefallen. Vorsichtig sollte man bei einigen empfindlicheren Lebensmitteln sein, wie Feldsalat oder Spinat. Aber auch bei frischen Kräutern. Frische Kräuter gehören zu der Gruppe an Lebensmitteln, bei denen die Höchstwerte überschritten wurden. Bei Kräutern waren es etwa 2,4% aller besuchten oder beobachteten Proben. Nicht nur bei Kräutern, auch beim Gemüse gibt es immer wieder Sorten, die Schadstoffe aufweisen. Laut BVL ist die Paprika seit Jahren auffällig. 2,3% der Proben waren über die Grenzwerte hinaus mit Pflanzenschutzmittel belastet. Lebensmittel sind oft belastet mit Keimen, deswegen waschen auf jeden Fall. Ob man jetzt viele Pestizide damit entfernen kann, bezweifle ich, weil die dann doch im Fruchtfleisch sind und in der Paprika drin. Auch Kochen verhindert nicht, dass die Pestizide, also die werden nicht zerstört, sondern die bleiben auch im Produkt drin. Noch schlechter ist es um die Bohnen mit Hülsen bestellt. Der Schadstoffgehalt lag bei 4,4% der Proben über dem Grenzwert. Ich vermute, dass die Bohnen, die aufgefallen sind, vielleicht aus Drittstaaten kommen, wo man doch eine höhere Belastung an Pestiziden oft findet. Von daher würde ich empfehlen, die Bohnen eher aus dem regionalen Anbau auszuwählen. Gerade jetzt ist ja Bodenzeit und aus dem regionalen Anbau ist grundsätzlich besser und deutlich weniger stark belastet mit Pestiziden. Auch beim heimischen Obst ist konventioneller Anbau kein Thema. Anders sieht es bei Grapefruits und Mangos aus, die nicht in Deutschland wachsen. Hier sind Schadstoffe oft über dem Grenzwert. Fazit: wenige Grenzwertüberschreitungen gibt es. Dennoch, konventionelles Obst und Gemüse sollen wir bloß nicht verdammen. Es gibt keine signifikanten Unterschiede zwischen konventionellem Anbau und ökologischem Anbau. Die Lebensmittel haben ungefähr die gleichen Nährstoffgehalte und sind vergleichbar auf der Ebene. Wer sich bei konventionellen Produkten unsicher ist, am besten immer regional und saisonal einkaufen. Mit dieser Faustregel lebt man gesund und meist günstiger. Im Zweifelsfall doch lieber Bio kaufen. Das sollte bei bestimmten Nahrungsmitteln drin sein. Schönen guten Abend, Christiane Huxdorf von Greenpeace. Schönen guten Abend. Wie ist es denn? Sind denn alle konventionell angebauten Produkte zwangsläufig mit Pestiziden behandelt worden?
Na, wenn ich die Möglichkeit habe, einen Landwirt zu fragen, wie er seine Lebensmittel angebaut hat, wie er das Obst auf dem Feld behandelt hat, dann kann ich natürlich auch mal herausfinden, dass dieser bestimmte Landwirt keine Pestizide angewendet hat. Aber es muss einfach klar sein, im konventionellen Anbau werden chemisch-synthetische Pestizide angewendet, die dann eben auch in geringen Rückstandsmengen noch im Endprodukt bei uns im Warenkorb landen. Genau, und darum ging es ja jetzt auch primär in dem Filmbeitrag. Aber Pestizide haben natürlich auch noch eine ganz andere Wirkung, nicht nur auf uns Menschen, sondern auf die Natur. Welche Wirkung ist das? Also wir müssen uns einfach klar machen, ein Pestizid hat die Eigenschaft und wird deshalb in die Umwelt gebracht, um etwas abzutöten. Entweder einen Pilz. Jetzt hängt, glaube ich, unser Skype ein bisschen. Mal gucken, ob sie es wieder berappelt. Ja, ich glaube, sie ist wieder da, die Frau Huxdorf. Okay, wir hören Sie. Gut, also Pestizide haben immer die Intention, etwas abzutöten. Entweder ein Pilz oder ein Insekt oder ein Unkraut. Aber es ist ganz klar, auf diese Art und Weise schießen wir quasi mit Kanonen auf Spatzen. Es kommt immer zu negativen Effekten. Also es werden zum Beispiel, wenn wir Unkräuter abtöten, dann wird Insekten die Nahrungsgrundlage entzogen. Dadurch haben dann auch Vögel nichts mehr zu essen. Oder es werden Marienkäfer geschädigt, die eben Nützlinge sind. Oder Bienen finden nicht mehr in ihren Stock zurück und können ihren Artgenossinnen nicht mehr sagen, wo denn der leckere Acker war, wo es so schön geblüht hat. Von daher, wir müssen uns einfach klar machen, es gibt keine Wirkung ohne Nebenwirkung bei Pestiziden. Weiß man denn genau, welche Rolle Pestizide beim Artensterben spielen? Wir müssen uns einfach klar machen, auf dem Acker und dem Ackerumfeld sind Pestizide der Hauptgrund für das Artensterben. Auf einem ökologischen Acker finden wir ungefähr 1000 verschiedene Arten. Und im Vergleich dazu, auf einem konventionellen Acker, sind es nur noch 500 Arten. Das heißt, der Unterschied ist schon wirklich gravierend. Naja, und spätestens mit dem Grundwasser, mit dem Trinkwasser kommen dann die Pestizide, die in der Umwelt gelandet sind, ja irgendwie dann doch in unseren Körper. Also sie sind sogar in der Muttermilch nachweisbar, ne? Genau, das ist das Problem. Sie sind eben auf der einen Seite haben sie negative Auswirkungen auf die Umwelt, aber eben auch auf uns Menschen. Also wir haben ja im Beitrag gehört, dass wir sie in der Muttermilch finden. Aber zum Beispiel das weltweit am meisten verwendete Totalherbizid Glyphosat, was ja auch sehr viel in den Medien präsent ist, steht zum Beispiel im Verdacht, Krebs zu erregen. Dann gibt es Insektizide, die die Fortpflanzung schädigen können. Dann gibt es Herbizide, die das Hormonsystem angreifen können. Von daher, da müssen wir uns einfach auch klar machen, dass es auch Effekte auf unsere menschliche Gesundheit haben kann. Aber das europäische und auch das deutsche Pflanzenschutzrecht, das schreibt doch vor, dass eigentlich nur solche Mittel eingesetzt werden dürfen in der EU hier, die auf Umweltauswirkungen geprüft worden sind. Wie passt das zusammen? Also auf der einen Seite gucken sich die Zulassungsbehörden immer nur einzelne Wirkstoffe an. Das heißt, da wird dann eben das Glyphosat wird angeschaut oder die anderen Insektizide werden alle einzeln angeschaut. Aber in der Landwirtschaft finden wir natürlich nicht die einzelnen Pestiziden, sondern immer ganze Pestizidcocktails. Und da wissen wir gar nicht, wie die sich gegenseitig beeinflussen. Und ein anderes Beispiel ist, dass zum Beispiel geguckt wird, ob ein Herbizid negative Auswirkungen auf den Vogel hat. Wenn das nicht so ist, dann ist das für die Zulassungsbehörde in Ordnung. Aber durch das Herbizid werden eben Unkräuter vernichtet. Dadurch haben die Insekten nichts mehr zu essen. Und dann in nächster Instanz haben dann auch die Vögel keine Insekten, die sie essen können. Das heißt, eine Lücke hinterlässt immer zwangsläufig eine weitere Lücke. Also ein sehr komplexes Thema. Wir haben in der Redaktion ehrlich gesagt hitzig diskutiert. Die einen haben gesagt, also wie sollen wir das Thema aufbereiten? Sollen wir es überhaupt machen? Die einen haben gesagt, ach jetzt lass uns doch nicht schon wieder mit dem erhobenen Zeigefinger kommen. Die anderen haben gesagt, man muss doch einfach sagen, wie es ist. Was sagen Sie denn zu Leuten, die sich kein Bio leisten können, kein Bio leisten wollen oder sagen, das soll jetzt einfach mal die Politik regeln? Ganz klar muss man da sagen, dass die konventionellen Lebensmittel viel zu günstig sind. Denn diese ganzen Kollateralschäden, die ich gerade schon aufgeführt hatte, die tragen wir dann letzten Endes alle. Also unser Trinkwasser wird teurer, weil eben das Grundwasser aufbereinigt werden muss. Die Krankenkassen haben höhere Beiträge, weil einfach die Menschen kränker werden. Und die Uni Augsburg hat mal ausgerechnet, dass konventionelles Obst und Gemüse eigentlich 30% teurer sein müsste, um auch nur ansatzweise diese externen Kosten in das Produkt mit hineinzurechnen. Von daher, da muss einfach die Politik auch eingreifen und muss diese Kosten damit reinmachen.
Und es ist auch ganz klar, auch über Mehrwertsteuer kann Einkaufsverhalten gesteuert werden. Denn zum Beispiel konventionelle Kuhmilch hat nur 9% Mehrwertsteuer, wohingegen Haferdrink keinen vergünstigten Mehrwertsteuersatz hat. Von daher, da hat die Politik die Möglichkeit, gesunde Lebensmittel wie Obst und Gemüse deutlich in den Vordergrund zu bringen. Ja, und bei den 30% wären wir ja fast bei den Biopreisen. Dankeschön, Frau Huxdorf. Danke. Danke auch. Also mit Äpfeln, Kartoffeln, Zwiebeln und Möhren aus konventionellem Anbau nimmt man so gut wie keine Schadstoffe zu sich. Aber die Gifte, mit denen das Obst und Gemüse behandelt wurde, jetzt ist der Frosch da, schaden der Natur und lassen ganze Arten verschwinden. Dieser hohe Preis schlägt sich leider nicht in konventionellen Lebensmitteln nieder.